Es ist so, dass Second Life ja eigentlich kein Spiel ist, sondern Second Life ist eine virtuelle Welt. Das heisst, es ist eine Repräsentation von einer Realität in der virtuellen Welt. Es ist eigentlich wie eine Universität über Psychologie, über Mathematik, über Programmieren, Computer, Sprache, Kultur, Soziologie, Ethnologie. Also, das ist ein riesiges Ding, was man hier lernen kann, weil es eben eine internationale Community ist und nicht auf die Schweiz begrenzt. Es gibt ja dort alles von Banken bis zu Discos und verschiedenen Angeboten, wo man etwas kaufen kann. Es wird dort auch Land gehandelt und so weiter. Und es ist eigentlich mehr so, dass es dort Leute gibt, die anstatt im realen Leben dort leben oder einfach zum Spass einen Teil der Zeit dort verbringen. Also ich bin eigentlich durch den Beruf zu Second Life gekommen. Ich habe im Schauspielhaus Zürich haben wir ein Theater inszeniert und dort war Second Life Bestandteil des Theaters und ich musste das dann installieren in meiner Funktion dort als Videomeister. Und habe es aber völlig doof gefunden, also die Idee, dass man hier Land kauft und so einen absoluten Abriss gefunden. Das ist gemein und so, das macht man nicht. Und ich habe mich dann im Herbst oder so habe ich mich dann trotzdem angemeldet, weil ich 3D machen wollte. Und was mich gepackt hat im Second Life ist die Leute, die ich kennengelernt habe. Also das war für mich wie ein Füllhorn von Möglichkeiten, mit Leuten zu reden. Ich habe Leute aus Kanada kennengelernt, aus Schweden, also wirklich aus der ganzen Welt. Und das ist einfach, ja, das hat mich total gepackt. Also die Möglichkeit, mit denen einfach zu reden, das ist alles. Einfach überhaupt mit irgendjemandem aus Kanada zu reden. Das war es schon. Ich habe auch Leute kennengelernt, die ähnliche Jobs gemacht haben wie ich, aber eben in Hollywood und nicht hier in der Schweiz. Und das hat mich dann schon recht gepackt. Also auf das wollte ich dann auch wach bleiben. Und das hat sich dann extrem zugespitzt. Sehapparat oder dass die Leute nicht mehr gut essen oder so, dass sie entweder übergewichtig oder untergewichtig werden. Aber das kann man auf die Länge wieder stabilisieren. Sie merken es, indem er zum Beispiel nie mehr mitgeht, rausgeht, immer sagt, er hat keine Zeit. Und dann ist es eigentlich wichtig, dass man dem sagt, hey, was ist los? Wir vermissen dich, oder? Du bist nur noch immer weg. Und dass man eben eigentlich versucht, ihn zu motivieren, wieder Sachen zu machen in der Realität. Und nicht nur in der virtuellen Welt. Ich sehe mich etwa gleich süchtig wie ein Profifußballspieler, der irgendwie jede Woche 10, 15 Stunden trainiert. Also die Frage ist einfach, wo ist die Definition von Sucht? Und für mich ist die Definition von Sucht, dass ich mir einen Schaden zufüge mit dem. Also ich sehe den Schaden nicht wirklich, wenn ich das haben von dem. Und bei mir ist es dann schon gar nicht so, dass ich irgendjemanden wegstellen wegen dem Second Life. Das mache ich nie. Also wenn mir irgendjemand anruft und mich treffen will, dann würde ich nicht sagen, ich kann nicht, ich muss da im Second Life. Mein Second Life ist auch so gebaut, dass ich nicht einloggen muss. Ich habe keine Verpflichtungen dort, nichts. Also es gibt andere, die sich da alles verplanen und haben so Jobs und müssen dann zu bestimmten Zeiten dann erscheinen. Ich betreibe es zwar von der Zeit her in einem extremen Ausmaß, das ist so.
Ob das dann Sucht ist, nur weil man es oft betreibt, ist die andere Frage. Also ich sehe das nicht so. Mehr so ist es, dass es psychische Folgen haben kann. Weil wenn Sie sich vorstellen, dass jemand über ein Jahr, 2 oder 3 im Jugendalter anstatt Kollegen getroffen hat, in die Disco gegangen ist, gelernt hat, wie man da in der Gruppe umgeht, nur immer in der virtuellen Welt gelebt hat. Und die Gruppen, die eben ein bisschen anders sind wie die realen, dass er dann wie etwas verpasst hat. Und die Frage ist, kann er das nachholen? Wann holt er das nach und wie merkt er das? Weil wenn Sie 3 oder 2 oder ein Jahr lang 30 oder 40 Stunden pro Woche ihre ganze Freizeit im Internet verbracht haben, dann haben sie einen wichtigen Teil vom Leben verpasst. Und die Erfahrungen, die ihnen dann fehlen, müssen sie quasi nachholen, weil sonst haben sie die Langzeitfolgen, dass sie eben nicht gleich gut umgehen können mit so war, hat mich die halbe Stadt gekannt und ich bin irgendwie superlässig und das habe ich irgendwie alles gehabt. Und das hat mich aber irgendwie nicht wirklich befriedigt. Also so lässig habe ich das dann auch nicht gefunden. Ich habe eigentlich meine sozialen Kontakte in der Ehe verloren, weil ich bin dort vor allem, also ich habe dort eigentlich nur geschafft und bin nach dem Arbeiten und heim zu meiner Frau. Und sie hat eigentlich nicht gross soziales Umfeld pflegen und ich eigentlich dann auch nicht. Und wir haben uns da irgendwie darauf geeinigt, dass wir das jetzt irgendwie alles nicht mehr machen und nicht mehr eben gehen trinken, festen und so ein bisschen weg von den Drogen. Oder? Und durch das sind wir nachher eigentlich 8 Jahre lang mehr oder weniger daheim gewesen. Und durch das sind eigentlich Kontakte alle weg gewesen. Und ja, also von dem her habe ich eigentlich nicht kontaktlos gelassen im Second Life, sondern einen neuen Kontakt gefunden. Also die grosse Frage ist, ob ich jetzt mehr Kontakt hätte finden können, wenn ich jetzt nicht Second Life gemacht hätte. Das wäre interessant. Also ob ich jetzt da mehr hätte erreichen können, an Kollegenkreisen aufbauen, als im Second Life, wo natürlich die Leute alle irgendwie 1000 oder 5000 Kilometer entfernt wohnen. Oder? Also die kann man nicht einfach so treffen. Ich bin zum Beispiel auf New York eingeladen worden, für 800 Stutz gekostet, 2 Wochen in New York gewesen. Das ist mehr oder weniger unmöglich, das sonst zu machen. Das geht halt nur, weil halt, die Leute dort wohnen und wissen, wie die mich halt versorgt haben dort, oder? Oft ist es so, dass etwas im realen Leben Schwierigkeiten bereitet, nicht befriedigend ist, man Sachen nicht aussetzen kann, nicht etwas mitreden, mitbestimmen und sich dann in so virtuelle Welten flüchtet. Ich bin jetzt einer, der nicht so schnell Nein sagt. Ich bin auch nicht so ein Strateg, der irgendwie das kann ich nicht. Ich kann wie schlecht lügen und hilfe immer. Und dann werde ich einfach verheizt. Da bin ich dann nur noch am Arbeiten. Und das ist mir auch immer vorgeworfen worden und das ist mir dann auch die ganze Zeit passiert. Also ich habe mich eigentlich auch ständig verheizt überall. Und ich konnte eigentlich im Second Life gesund werden. Was auch ein kleiner Unterschied ist zum Beispiel zu anderen Spielen, wo man ein Ziel hat miteinander, tue ich eigentlich im Second Life mit den Leuten nur reden. Also einfach über den Alltag. Und sonst mache ich noch Kunst, darstellende Kunst, also so Kunstperformance. Das sind so Events, wo ich einfach wie Theater aufführe. Im Second Life sind eigentlich wenig Fälle bekannt, dass Leute in dem Sinn abhängig geworden sind. Aber auch dort gibt es Leute, die eigentlich die virtuelle Welt fast wichtiger ist wie die reale. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ein Suchtproblem da ist. Im Second Life tue ich eigentlich vor allem Musik auflegen. Da können so 10 Leute hören und da tue ich einfach Songs auflegen.